Alrighty then Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und wir sind auf W50. Seit langer Zeit mal wieder. Ich glaube das letzte Mal war ich Ende Juli auf dem Server. Also das Ganze ist dann jetzt über ein halbes Jahr her, 8 Monate ungefähr, also 7 bis 8 Monate. Und wir wollen kurz mal reingucken, wer jetzt hier noch so aktiv ist, wie es bei den Gilden aussieht. Ja, ich bin gespannt. Wir fangen an. Ja, gehen erstmal hier rein. So, Affenkopf 3. Affenkopf 3. Entschuldigung. Affenkopf 3 war damals bei The Prophecy. Ist jetzt bei Rising Star. Wahrscheinlich seit Dezember sogar erst. 414 war vorher 373. Ist also weiterhin aktiv am Start. Sehr nice. Avox aus Hollywood. War damals schon in Hollywood. 434. Ist jetzt 471. Fast in den Top 100 der alle vertreten. Avox mit 2x ist nach wie vor bei Prophecy. 416 auf 453. Gerade mit seinem Abenteuergear unterwegs. Darling und die Crew. Damals 357, jetzt 362. Da könnte es sein, dass er vielleicht zwischendurch mal nicht aktiv war, weil er hat volle Tränke. Aber es wäre auch möglich, dass er inaktiv ist, einfach noch volle Tränke hat. Das weiß ich nicht. Das werden wir mitkriegen. Darling war aber damals mein Gildenleiter auf E50. Ja. Double Trouble. Erst 429 gewesen, ist jetzt 476. Und ja, der ist auf jeden Fall aktiv dabei, hat sein ganzes Gear auch geändert. Innerhalb der Top 100 nach wie vor 74, 476 starkes Level, auf jeden Fall schon hier ziemlich weit vorne dabei. Dann Esther bei 305, ist jetzt 320 bei der gleichen Gilde, Rewind 420, vielleicht ist das auch das Ziel, ja, 420 zu werden vom Level. Er war der Gründer der Shadowhunters, ist dann wegen Zeitmangel Arbeit gekickt worden. Bleibe jetzt hier. Okay, ja, Zeit. Zeit ist ein Thema. Definitiv, ich verstehe das. Vollheim Haut drauf war 424. Ist jetzt 463 als Battle Mage. Auch auf dem Weg in Richtung Top 100, wie es aussieht. Und nach wie vor bei Hollywood unterwegs. Grebo war 412, ist jetzt 452. Er war damals bei der Holzverlöte, ist jetzt bei Hollywood angelangt. Ja. Und spielt da munter flockig weiter. Achso, ich habe mal die Texte hier, habe ich irgendwas vergessen. Zweiter Tag, keine Ahnung. Ist das bestimmt was Altes, oder? Trouble habe ich. One and One von 26. Das hat er aber schon immer drin gehabt. Okay. Ach, den Fidget, das ist gemein. Kommen wir mal zu Klößchen. Klößchen war bei der Holzfällerhütte mit 426, ist jetzt 468. Immer noch bei der Holzfällerhütte. Ist langzeitmotivierter Versi mit moderatem Bildersatz. Das sieht definitiv weiterhin so aus, dass er da dabei ist. Jetzt Runes war 432, ist jetzt 495. Holla, als Battle Mage, der ist echt nach vorne geprescht. Ist jetzt im Moment Rang 90, wie es aussieht. Also der hat sich echt angestrengt, ja, kann man sagen. Richtig. Acha, hier auf dem Server, also. Holla, holla, holla. Gut, es kann natürlich sein, dass einige Spieler Dungeon-Pause machen. Früher oder später, aber vielleicht hat er auch schon aufgehört mit der Dungeon-Pause, weiß man nicht. Trotzdem starker Char. Mr. Fluffy Junior war bei Hollywood. Ist jetzt immer noch bei Hollywood von 434 auf. Jo. 71 gestiegen. Auch nicht schlecht dabei als Berserker. Dungeon Pause seit Level 391. Hier haben wir stehen. Schwarz auf. Ne, Quatsch. Weiß auf. NK 485. Damals bei der Holzfällerhütte mit 414, ist jetzt 446. Nach wie vor bei der Holzfällerhütte. Da freuen die sich sicherlich, dass da auch noch Spieler
grün aktiv sind. Nocto war bei Memento Mori. Ist jetzt auch bei der Holzverlöte als Assassine dabei. Viele Spieler in den Top 200. Echt extrem krass. Also die Players to Watch hat sich immer noch gelohnt. Viele Leute dabei, die wirklich gut spielen. Er hat sogar die Kosten aufgestellt. 1315 Euro. Sind das jetzt die finalen Kosten bis hierhin? Wäre mal interessant zu wissen. Schmeckt. War 414, mit 416 ist er dann aber anscheinend inaktiv geworden. Schade, schade. Aber es ist krass. Ist der erste, den ich rausnehmen muss von der Liste. Kommen wir zu Stormhunter. Also ja gut, Darling. Darling weiß ich nicht, ob ich Darling rausnehmen muss, aber Stormhunter, er war bei Molten Core mit Level 330, ist jetzt 376. Auch da ist ein schöner Fortschritt passiert. Und, oh nice, schöne Werbung. Nicht schlecht. Free to play. Mal an. Best Rank 1277. Damals war er 2532. Das heißt, ja. W50, relativ starker Server. Free to play ist es auch schwer vorzukommen. Dennoch gibt es einen Weg nach oben. Ich bin mir sicher, wenn er so weiterspielt, und wir in einem halben Jahr wieder reingucken, dann ist er wahrscheinlich weiterhin höher gestiegen in der Hall of Fame. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Taube. War bei Crit Happens, nach wie vor bei Crit Happens. 471 ist er jetzt hier. Und, ja. Ich stehe hier leider nicht drin. Das tut mir natürlich im Herzen weh. Ach, guck mal an. Der Server, ja, im Juli wird er 2 Jahre alt. Extrem. Also da müssen wir im Juli definitiv nochmal reingucken. Ja, das machen wir. So, Tobi 5. Auch. Langer Spieler meiner Community. Olympia ist er nicht mehr, ist jetzt bei Herzblut. Aber von 386 auf 427 immerhin gestiegen. Ja, und hat sich hier schöne Ziele gesetzt. 20.000 Base-Stats will er in Stärke haben. Oh, in diesem Jahr? Klar. Weil da muss er auf jeden Fall noch einige Gold-Events mitspielen. Gilde Top 6. Ja, gucken wir uns das gleich mal an, ob das klappt. So, kommen wir mal zu Universe. Er war damals 448, ist 495, ist nach wie vor Top Char. Ich habe jetzt gar nicht so die Base-Stats mir angeguckt. 22.000, 19.141, können wir nochmal hier gucken. Oh, okay, also in der Base-Stats sieht man einen krassen Unterschied von Universe zum Beispiel zu Let's Runes. Und holla. Hat sich auch schöne Ziele gesetzt. Ist natürlich jetzt schon Goldspieler und möchte auf 535 kommen innerhalb des Jahres. Da werden Dungeons wahrscheinlich schon dann auch gemacht, würde ich denken. So, dann kommen wir zu Vedox. Vedox, der ja freundlicherweise bei mir den Creator Code als allererster, er wird der bleiben, der als erstes mein Creator Code von Rizzle im Webshop genutzt hat und mich damit supportet hat. Ja, könnt ihr auch machen. Schaut gerne rein in den Discord oder auf Instagram, damit ich das sehe. Ja. Vedox war 430. Ist jetzt 469? Oh, und da haben wir ihn, genau. Auf S30 ist er noch vertreten mit 604 und auf S23 mit 576. Also ist halt ein Spieler, wenn ihr es schafft, den reinzukriegen in eure Guild auf euren Server, wenn er zu Bock hat, ja, dann ist das ein zuverlässiger, starker Spieler. Ja, definitiv. Ja. Dann schauen wir mal zu Waldemar 97. Waldemar 97 spielt auch noch schön mit der Onyx Gaming Channel. Wenn er noch Videos macht, weiß ich gar nicht. 446 ist er da jetzt. Ja, also, und das. Ja gut, er war anfänglich nicht Free-to-Play, das stimmt. Hat hier die Kosten gestaffelt, also für 700 Euro. Jetzt sind 446er Char dabei. Ist auf jeden Fall günstiger als ich. Dann kommen wir zu Yuka. Yuka bei der Holzfällerhütte damals gewesen. Achso, Waldemar übrigens hat die Gilde gewechselt. Also Olympia gibt es vielleicht gar nicht mehr, ne? Olympia irgendwie
War damals bei Olympia, ist jetzt bei Bloody Truth. Yuka war 428, 469 Holzfäller Hütte. Nach wie vor. Jetzt stolz darauf, ein Holzfäller zu sein. Das ist gut, Berufswahl ist wichtig, muss man dazu stehen. Und da kommen wir noch zu Das Silverplayer bei Rising Star unterwegs. Nach wie vor 416 war er gewesen, 455. Aber keine Tränke mehr drin. Ja, okay. Schwierig einzuschätzen. Könnte sein, dass er vielleicht nicht mehr aktiv ist. Ja, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, viele Spieler noch dabei, ich habe es schon gesagt, in den Top 200 sogar vertreten. Einige Free-to-Play-Spiele, wo man halt auch mal sieht, nach einem Jahr und 9 Monaten ungefähr, wo man halt stehen kann. Wie gesagt, der Server hat halt auch einen hohen Maßstab gesetzt und wir wollen jetzt mal in die Gilden gucken. Ja, super, ich bin ja Gildenleiter bei den Störtigen. Ja, ich halte Dorsas Fahne hier ganz weit oben. Und, okay. Dann schauen wir mal an, wie sah es denn damals aus? Jetzt habe ich ja Werbung bei meinem eigenen Video WTF. Ich will doch bloß gucken, wie es da aussieht. So. Also. Ich fange mal von unten an. Ja, die Top 30. End of Time ist da jetzt drin. 362er Level. Das war damals die Gilde Cheska Crew ungefähr. Und die Levels dort waren 348, also so bis 28 Demö-Wälder kommen als nächstes. Die waren beim letzten Mal gar nicht dabei. Auch mit 363er Durchschnittslevels. Days of Glory kommt dann darüber. Auch dabei gewesen, also waren nicht dabei beim letzten Mal. 135er Durchschnittslevel. Ui, okay, also man sieht jetzt doch, dass hier ein bisschen Aktivität, ich sag's mal so, verloren gegangen ist, kann man so sagen, aber da ist viel passiert, ja. Im Schnitt aber eben die Level deutlich höher, 367, Rednecks 357, Cheska Crew. Das sind jetzt keine Gilden, die ich beim letzten Mal hier unten gesehen habe. Molten Core. Molten Core ist die einzige Gilde, die damals schon in den Top 30 war. Die war damals 29, jetzt ist sie 24. Naja, nicht so übel. Das ist ja ein positiver Punkt. Ja? Dann haben wir hier die Agentur für Arbeit. Also die war beim letzten Mal nicht dabei. Es ist natürlich immer möglich, dass sich eine Gilde auch mal umbenennt. Ne? Und das war eine sehr interessant umgesetzt. Also wer hat sich denn das ausgedacht? Der Waldmeister. Ja, Play kommt mir bekannt vor, der Name. Ja, klar, sind wahrscheinlich nicht alle aktiv hier, aber eine wirklich sehr interessante Idee. Muss man mal so an der Stelle erwähnen. Dann, Flaggschiff Nixe. Die habe ich beim letzten Mal auch gar nicht gesehen. The Devastator auf 21 im Moment. Übrigens, die Gilden natürlich, wir sehen das auch, jetzt hier auch im Helleweter natürlich vertreten. Da der Rang nicht immer ganz mit dem Ehrenhalle-Rang. Bei Cheska Crew passt. Ja, bei Molten Core, die sind sogar noch besser im Helleweter. Agentur für Arbeit. Fast. Flaggschiff Nixe, dort schlechter unterwegs. Kann natürlich auch sein, dass sich dann in den nächsten Tagen hier auch ein bisschen was ändert. The Devastators waren damals auch nicht dabei hier. Sind Rang 21, im Helleweter sogar Rang 13. Also das ist eine Gilde, die die Top 15 anpeilt, sag ich mal so, ne? Krass. Also wer im Helleweter Rang 13 ist, hat langfristig die Chance auch in der Ehrenhalle von 21 auf 15 zu kommen, ja. Die waren damals 26. in der Ehrenhalle, sind jetzt 20 und sind immerhin auch 15 im Helleweter. Da geht was. Lysolavki waren damals 22, sind jetzt 19, im Helleweter sind sie 16. Ja, das ist auch noch eine schöne aktive Gilde zu sein. Dann kommt The Forest. The Forest war beim letzten Mal wahrscheinlich nicht dabei. Direkt jetzt auf der 18.
Hier lese ich irgendwie Gorgos. Da war Gargus, also nicht verwechseln. Und 24. am Elevator. Ja. Es sind auf jeden Fall dabei. The Shield. The Shield damals 27, jetzt mittlerweile 17 im Elevator 20. Die haben sich also auch schön nach vorne geprescht. 394 im Durchschnittslevel, kann man mal so sagen. Damals der 17. Platz. Ich guck mal. The Burning Legion mit 360. Also im Durchschnitt sind die Gilden hier schon 30 bis 40 Level stärker. Dann kommt The Prophecy. Ja, eine Gilde, die immer wieder vertreten war bei den, also seit Anfang an fast. Sie waren 15er, sind jetzt 16er. Also die halten sich, haben es aber anscheinend auch ein bisschen schwer. Sind 19. Platz. Lagata aber nach wie vor Gildenleiter oder Gildenleiterin. Denn, ja, natürlich von Vikings, geiler Nick, muss man sagen. Dann schauen wir weiter. Jedes Mal hier wieder zurück. Nervig. Extreme Madness, 15. Damals waren sie 20. Die sind wieder ein bisschen vorgepusht. Im Helle wieder immerhin 18. Das ist also das ist schon sehr knapp hier alles. Burning Legion, 14. Platz. Die waren beim letzten Mal 18. habe ich ja gesagt, stimmt. Die habe ich die habe ich da irgendwo gelesen. Sind sogar 12. am Helle wieder. Also die gehen vielleicht in Richtung Top 10 sogar. Ne? Hungry Hippos waren damals 9. Platz, sind jetzt 13. Die haben anscheinend ein bisschen zu tun gehabt. Damals waren sie mit einem Durchschnittslevel dabei. 398 sind jetzt 407. Also da muss ich davon ausgehen, dass die viele Inaktive vielleicht hatten oder vielleicht viele Member auch verloren haben. Das ist natürlich schade. Trotzdem muss man sagen, sind sie im Elevator 10. Platz. Also verstecken müssen sie sich nicht. Dann kommen wir zu Herzblut. Und Herzblut sehe ich nicht damals in der Liste. Also das ist entweder eine unbenannte Gilde halt oder wirklich auch Vorgespräche. Und hier muss man mal sagen, 423 im Durchschnittslevel. Also gegenüber den Gilden, die hier unten sind, ist es gleich mal ein ordentlicher Sprung. Im Elevator sind sie auch 9. Also das ist eine Ansage. Ja. Ace of Space sind 11. Hier haben aber auch ein deutlich schlechteres Durchschnittslevel, sind auch im Elevator nicht, sag ich mal, nicht voll vertreten. Also sind schon vertreten, sind auch 11. Aber sind hinter Herzblut. Also Herzblut greift vielleicht hier definitiv die Top 10 an. Also schon hart. Wahrscheinlich rutschen die vor. Nio sagt mir aber auch was. Was war da mit Nio? Naja, ansonsten jetzt, von der Nix her. Jiggles. Gut, Jiggles gibt es dann auf EO1, da weiß ich nicht, ob er das ist. Ach, Tobi ist hier drin zum Beispiel. Ich weiß nicht die Geschichte der Gilde. Das würde mich jetzt am meisten interessieren im Moment. Vielleicht ist ja einer von Herzblut dabei und kann mir da mal eine Info in den Kommentar schreiben oder so. Das ist nice. Ja. Gucken wir nochmal weiter in die Halle. Naja, kann ich hier drücken. Geht besser. Also Ace of Space haben wir auf der 11. La Casa del Papel. Die waren... Ace of Space war übrigens 16er beim letzten Mal. Also die sind da geblieben und auch vorgekommen, aber haben halt mit Herzblut starke Konkurrenz. Und die hier, La Casa del Papel, gab es damals nicht, sind 14. im Elevator, 410 Durchschnittslevel. Wahrscheinlich auch eine Gilde, die gegen Herzblut verliert. Narrenturm. Die gibt es schon länger. Die waren am 13. Platz. Sind hier in der Ehrenhalle jetzt 9. Haben auch ein höheres Durchschnittslevel. Sind im Elevator aber nur, muss man sagen, in Anführungsstrichen 17. Das ist jetzt die Frage. Kann natürlich immer ein bisschen auch daran liegen, dass die Gilde auch einige Free-to-Play-Spieler hat, die vielleicht jetzt eben nicht so viele Held-Token abfarmen können wie Pilzer.
Das schlägt sich dann in der Ehrenhalle erst später aus, wenn die Pilze halt dann auch deutlich steigen. Darüber kommen wir zu Rising Star. Rising Star damals auf der 6, die sind auf der 8. Ja, da haben wir gesehen, dass da auch ein paar Spieler gelieft sind oder gewechselt sind. Trotzdem haben sie mit 440 Durchschnittslevel. Also hier gibt es nochmal eine große Gap. Man sieht es auch in der Ehrenhalle, dass hier nochmal eine größere Lücke ist von den Ehrenhalle-Punkten. Die sind auch im Elevator 8. Also ich glaube, die Top 8 ist auf dem Server. Das war damals nämlich anders. Da gab es eigentlich bis zur Top 10 eine gute Gruppierung. Hier hat sich die Top 8, glaube ich, nochmal ein bisschen angepasst. Denn die Shadowhunters kommen als nächstes. Die waren damals 8er, sind jetzt 7. Im Elevator sind es auch 7. Red Wings, damals 7. sind jetzt 6. Im Elevator sind sie auch 6. Holzwellerhütte, ja, die sind auch noch dabei. Waren damals 5. sind jetzt nach wie vor 5. Und 453er Durchschnittslevel, ja. Aber mit heben sie sich auch ab gegenüber den anderen bisher. Im Elevator, wie gesagt, 5. Also das passt, ja, wie die Faust aufs Auge. Dead Valley, 4. Platz. Ja, das war damals Casino Royale. Casino Royale finde ich hier halt gar nicht mehr, ne? Also, aber gab es wahrscheinlich eine kleine Änderung. Dead Valley im Elevator sind sie sogar mit. Ne, ich wollte gerade sagen, wir sind 4. Durchschnittslevel passt auch. Dann haben wir den Knights Husseini. Ja, und das ist irgendwie ein Gildennamen, den gab es schon mal. Ich weiß bloß nicht, auf welchem Server. Beziehungsweise war das nicht mal die die Community-Gilde von Terra oder so? Also so richtig. Ich müsste mir jetzt die alten Videos angucken, aber diesen Gildennamen schon mal in einer. Also es kann entweder nur S41 gewesen sein, W40 oder W50, weil ansonsten habe ich diese Gildenvergleiche ja gar nicht so extrem gemacht. Und ja, also die sind jetzt hier Dritter. Die waren halt dann damals gar nicht dabei. Kann natürlich auch Casino Royale gewesen sein. Die sind auch ein Elevator Dritter. Also die sind drittbeste Gilde. Dead Valley, muss man sagen, vom Durchschnittslevel her sehr knapp an. Aber anscheinend doch hinter denen. 2. Platz dann Hollywood. Hollywood ja eigentlich immer die unantastbare Nummer 1 Gilde gewesen früher. Die sind jetzt 2. in der Ehrenhalle, aber im Elevator gerade 1. Also wir sehen auch hier, das sind nicht viele Ehrenhallenpunkte. Also hier gibt es im Moment wohl, das war damals ein bisschen anders, der Abstand von Hollywood zu Dead Valley und Secret Happens war größer. Ja, gibt es jetzt wohl einen Zweikampf um die Spitze, ja. Also das ist sehr interessant. Secret Happens gegen Hollywood hier auf dem Server. Ja, jetzt haben sich sicherlich Spieler von anderen Gilden. Ne? Das Thema haben wir ja schon besprochen. Ich kann jetzt die Geschichte nicht erkennen. Aber es ist Stand jetzt wirklich knapp. Ich will das jetzt nicht durchklicken. Sind auch nur 40.000. Also, das ist jetzt nicht so die Riesenwelt. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen aufholen. Ansonsten sehen wir die Knights deutlich für sich. Dead Valley ist da schon ziemlicher Abstand. Wiederum ist auch ein großer Abstand zu den folgenden Gilden. Also das ist da passiert nicht mehr viel. Privatstufe 16 geht hier bis Rang 51 immerhin. Ja, überlegt mal, wie es auf eurem Server ist. Ja, wie alt der Server ist und bis wann die Reward-Stufe 16 bei euch geht. Damit könnt ihr ungefähr einschätzen, wie aktiv der Server ist. Ich denke, dass in der Spitze W50 immer noch sehr stark ist. In der Breite kann ich es jetzt nicht ganz einschätzen. Vielleicht ist er in der Breite ein bisschen schwächer geworden. Aber gut, es ist wie gesagt jetzt auch schon bald ein 2 Jahre alter Server. Da muss man halt auch immer mal wieder sich vor Augen führen. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal vom Video. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.